Hallo zusammen! Ihr habt es bestimmt gemerkt, ich werfe nie etwas weg. Also was man essen kann, das kann man immer wieder benutzen, etwas erfinden, ein Rezept, es geht immer. Und heute habe ich ein kleines bisschen Nudeln noch, die sind kalt aus dem Kühlschrank. Ich habe noch Kichererbsen und also mache ich einen Nudelsalat. Und dafür nehme ich dann auch noch ein Avocado und eine Zwiebel. Und das geht ganz einfach. Also erstmal machen wir eine Vinaigrette. Dafür brauchen wir Balsamico, Olivenöl, ein bisschen Senf, scharf, Maggi und Salz und Pfeffer. Hier sind sie. So. Dann nehmen wir ein bisschen Senf. So ungefähr. Ich würde sagen 2 Löffel Essig. 1, 2. Dann 4 Löffel Öl. 1, 2, 3 und 4. Also vom Maggi ungefähr 10 Schuss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Dann ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer. So. Und unsere Vinaigrette ist schon bereit. Jetzt nur noch die Zutaten kurz schneiden. Also die Kichererbsen brauchen wir natürlich nicht zu schneiden, aber die Zwiebel schon. So, dann gleich in unser Vinaigrette rein. Bevor ich weine, wie immer. So. Voilà. Dann gut vermischen. Oh Gott. So. Ist schrecklich bei mir. Pause. Voilà. Jetzt die Nudeln müssen wir jetzt auch schneiden, denn das sind Linguine. Die sind lang. Die kommen dann gleich in der Vinaigrette rein. On mélange un peu. Die Kichererbsen auch. Die sind natürlich vorgekocht. Voilà. Also das Avocado würde ich jetzt nicht mit dem Rest vermischen, denn das wäre jetzt schade, denn Avocado sieht schön aus in grün. Das machen wir dann so wie Deko auf dem Teller. Machen wir das gleich.
voilà, c'est prêt. Bon bah je goûte moi. Also was super ist, das sind die Texturen. Es ist ganz sanft mit dem Avocado und knackig. Sorry. Mit dem Salat, mit den Kichererbsen und die Zwiebel. Und das ist die perfekte Mischung für mich. Ça vous a plu? À la prochaine fois alors. Tschüss. Und nicht vergessen, die Seite abonnieren, liken, kommentieren und bis nächstes Mal. Tschüss.